Herr Frohwein, heute möchten wir mit Ihnen über die Geschichte des Instituts und Ihre Rolle in diesem Institut sprechen. Im Verlauf Ihres Lebens haben Sie sicher einige Interviews gegeben. Allerdings ein sehr frühes haben Sie schon im Jahr 1966 auch in diesem Institut zu Ihrer Rolle damals als Referent gegeben. Damals waren Sie 32 Jahre alt, damals kam Marianne Greve-Patsch für den Hessischen Rundfunk in das Institut und hat eine Stunde lang mit diversen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nur Mitarbeitern, also keine Mitarbeiterinnen damals, gesprochen, mit Herrn Mosler, mit Herrn Döring und unter anderem auch mit Ihnen. Und wir möchten gern zum Beginn unseres Gesprächs hier den Auszug vorspielen zu dem, was Sie damals zu Ihrer Aufgabe als Referent am Institut gesagt haben. Herr Dr. Frohwein, Sie sind einer der Referenten des Instituts. Was ist Ihr Arbeitsgebiet? Ich kann Ihnen zunächst sagen, dass ich für Großbritannien und das Commonwealth als Landesreferent zuständig bin. Wir haben im Institut die Referenten aufgeteilt auf die verschiedenen großen Länder. Die Aufgabe der Landesreferenten ist es, die Rechtsprechung und die Verfassungsentwicklung in den einzelnen Staaten zu beobachten und insbesondere solche Fälle aufzunehmen, die von völkerrechtlichem Interesse sind. Das setzt aber wahrscheinlich sehr gute Englischkenntnisse voraus. Ja, wir haben an unserem Institut Herren, die Englisch und Französisch sprechen, das ist eigentlich die Regel, aber es gibt eine Reihe von Herren, die auch ausgefallenere Sprachen, etwa die skandinavischen oder Spanisch und Italienisch sprechen. Mit welchen Problemen haben Sie sich vor allem beschäftigt, Herr Dr. Frohwein? Neben der Tätigkeit als Landesreferent habe ich mich in der Zeit im Institut mit einer Reihe von Problemen beschäftigen müssen. Ich habe einmal an einigen Gutachten mitgearbeitet, beispielsweise an einem Gutachten zu den Problemen des deutschen Festlandsockels in der Nordsee. Was ist das? Das ist das Gebiet, das unter der Hohen See vor der deutschen Nordseeküste liegt und das, wie man in den Zeitungen lesen kann, möglicherweise an Erdgas- und Erdölvorkommen fündig werden kann. Und die Rechtsfragen, die sich daraus ergeben, sind kompliziert und vielgestaltig. Außerdem habe ich eine Reihe von Publikationen in der Zeitschrift des Instituts veröffentlicht. Und wie lange sind Sie schon im Institut? Ich bin jetzt fast 4 Jahre am Institut. Und was hat Sie veranlasst, Mitarbeiter zu werden? Ich bin nach meinem Assessorexamen auf Empfehlung meines Doktorvaters, Professor Friesenhahn, an das Institut gekommen und hatte damals die Absicht, mich entweder der wissenschaftlichen Laufbahn zu widmen oder in das Auswärtige Amt oder eine sonstige internationale Tätigkeit zu gehen. Und ich glaubte, dass das Institut für beide dieser Berufswege eine sehr gute Vorbereitung geben würde und ich glaube, man kann sagen, dass das richtig ist. Welche Erinnerung ruft dieses Interview in Ihnen wach? Die Erinnerung an meine Zeit als relativ junger Mann noch hier am Institut und ich bin hierher gekommen, wie sich daraus ja schon ergibt, nicht wahr? Weil ich meine Ausbildung fertig gemacht hatte, zwischendurch 1 Jahr in den USA war und mich sehr mit amerikanischem Verfassungsrecht beschäftigt hatte. Und dann fragte mich Ernst Friesenhahn, mein Doktorvater, der einer der ersten Verfassungsrichter bei uns nach dem Kriege war, ein bedeutender Verfassungsrechtler, fragte mich, ob ich unter Umständen mich für eine Habilitation interessieren würde. Und dann habe ich das bejaht, aber dazu gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine internationale Beziehung dabei haben, das heißt also mit Völkerrecht. Und dafür war Friesenhahn nicht zuständig. Und dann sagte Friesenhahn zu mir, dann gehen Sie zu Mosler nach Heidelberg. So, das weiß ich doch sehr genau, wie das kam. Ich kannte Mosler nicht damals, aber Heidelberg kannte ich flüchtig wohl von irgendwelchen Aufenthalten, aber sonst nicht näher. Ich hatte meine Ausbildung in Bonn gemacht und war zwischendurch auch in Berlin gewesen als Student und war dann in den USA. Also Ihre Zeit am Institut war dann also von 1962 bis 1966. Richtig. Mhm. Und Sie hatten das in dem Interview damals ja auch schon ein bisschen gesagt,
was Ihre Motivation war zum Institut. Gab es irgendwas, was Sie dazu getrieben hat, dass es unbedingt international, dass es völkerrechtlich sein musste? Woher kam dieses Interesse, das Sie auch sehr klar damals schon sehr klar artikuliert haben? Woher kam das? Ich denke, wesentlich war mein USA-Aufenthalt, wo ich mich eben rechtsvergleichend mit amerikanischem Verfassungsrecht, aber auch sehr intensiv mit völkerrechtlichen Problemen und der Haltung der USA zu völkerrechtlichen Problemen auseinandergesetzt hatte. Und so war das eigentlich so aus meiner Sicht auch heute rückblickend sehr natürlich, dass ich gesagt habe, ich will es nicht allein mit deutschem Verfassungsrecht machen. Sie haben ja auch in einem Interview schon erzählt, dass Sie dass Sie Länderreferate betreut haben, dass Sie für das Commonwealth, dass Sie auch für die USA zuständig waren. Wie sah das damals aus? Also wie sah diese Arbeit als Referent für diese Referate aus? Ja, das ist völlig anders, als das heute ist. Das sehe ich als eine Veränderung an. Damals hatten wir eben eine Aufteilung der ja auch in der Zahl sehr viel geringeren Referenten am Institut. Und da waren vor allem dann eben die großen Länder der Welt an Leute gegeben, die sowohl sprachlich als auch vom Interesse her das machen konnten. Ich war für Großbritannien und Commonwealth, nicht für die USA zuständig. Für die USA war damals zeitweilig, wenn ich mich nicht täusche, Herr Steinberger zuständig, der später Bundesverfassungsrichter war und nicht mehr lebt leider. Ich fand diese Art der Beschäftigung mit einem Rechtssystem als Zusatz zu der Entwicklung im deutschen Recht sehr, sehr glücklich. Und ich kann auch sagen, dass ich, glaube ich, hinterher große Vorteile davon gehabt habe. Und wie muss man sich das konkret damals vorstellen? Also wie haben Sie sich darüber informiert, was im Commonwealth in Großbritannien passiert, in einer Zeit, wo man eben nicht einfach nur googelt, das Internet benutzt, um ganz viele Dinge zu erfahren? Nein, das gab es natürlich nicht, aber es gab die Publikationsmöglichkeiten und in einer, wie bei uns, wirklich sehr gut ausgebauten Bibliothek waren die britischen Entscheidungssammlungen, die britischen Berichte, alle sofort verfügbar. Und ich habe einen meiner ersten Aufsätze über ein sehr interessantes Urteil des House of Lords geschrieben, das in der britischen Verfassungsgeschichte eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich würde gern noch mal einen Schritt zurückgehen und zur Grundlage, eigentlich zur handwerklichen Grundlage Ihres Sachgebiets damals am Institut zurückkehren, nämlich auch zur Frage der Sprache und Fremdsprachen. Diese Frage hat ja Frau Greve-Patsch damals auch gestellt und sie betont ja, dass es doch ungewöhnlich sei, dass man Englisch spreche am Institut. Sie waren ja in den USA, in Michigan, was ja, glaube ich, für damalige Verhältnisse auch ungewöhnlich war für einen Studienweg. Wie kam es dazu, dass Sie in den USA studiert haben? Wo haben Sie Englisch gelernt? Also, ich weiß nicht, ob da jetzt eben ein Missverständnis war. Anders als das heute der Fall ist, war Englisch keineswegs die normale Sprache am Institut. Nicht? Die normale Sprache am Institut war in allen Punkten Deutsch. Aber an sich wurde absolut vorausgesetzt, dass Leute, die sich hier bewerben, jedenfalls im Englischen, möglichst im Englischen und Französischen, eine wichtige, ich sage jetzt mal Grundkenntnis, nicht ohne weiteres eine Kenntnis der gesprochenen Sprache in vollem Umfang, aber das war ganz eindeutig so. Und für mich war das natürlich nach einem Jahr USA mit dem Englischen gar kein Problem. Außerdem war Französisch meine erste Fremdsprache und ich habe sehr intensiv eigentlich immer das Französische mitgepflegt, sodass bei mir also diese beiden Sprachen eigentlich gut verfügbar waren. Aber bevor Sie nach Michigan gingen, sprachen Sie da schon Englisch?
Da hatte ich sehr geringe Kenntnisse im Englischen, denn ich habe humanistisches Abitur in der französischen Zone gemacht, das heißt nur mit alten Sprachen und Französisch, und habe mein ganzes Englisch hinterher gelernt. Und als ich mich für USA bewarb, war das auch so, dass ich einen gefragt habe, ob er sich in meine Nähe setzen könnte. Ich brauchte das dann nicht, aber da war das. Aber dann habe ich mich natürlich eben wirklich durch die Konfrontation sehr schnell in das Englische hereingefunden. Das heißt, Sie haben eigentlich Englisch erst vor Ort gelernt, Ja, als Sie in den USA waren. Absolut. Das ist ja auch ungewöhnlich, also für damalige Zeiten ungewöhnlich auch, dass Sie überhaupt in die USA gegangen sind. Das Letztere ist ungewöhnlich. Das Erstere, dass man dann das Englisch dort gelernt hat, war vielleicht relativ normal für die damaligen Verhältnisse. Aber Sie sagen ganz richtig, nicht wahr, dass ich das Riesenglück gehabt habe, beinahe zu der ersten Generation deutscher junger Juristen zu gehören, die die Chance hatten, eben ein Jahr in den USA zu verbringen. Ich meine, man kann sich gar nicht klar machen, wie bedeutend diese Fulbright-Aktivitäten der Amerikaner waren, die eben jungen Deutschen die Möglichkeit gaben, Angehörigen dieses schlimmen Feindeslandes wirklich etwas von einer modernen Ausbildung in den USA mitzukriegen. Also das war ja eine große Aktion der USA. Wenn wir jetzt zur Zeit als Referent gehen, als Sie ans Institut gekommen sind, wie war da das Leben, die Arbeitsatmosphäre am Institut? Also ich fand die Arbeitsatmosphäre hier sehr, sehr angemessen und gut. Mosler war ein Direktor, der nur sehr begrenzt wirklich Einwirkungen spüren ließ, aber man merkte ihm sehr deutlich an, dass er sehr stark auf Qualität und auf intensive Recherchearbeit Wert legte. Das war ganz eindeutig. Und die Zahl der voll ausgebildeten Referenten war damals nach meiner Erinnerung so ungefähr um die 20 rum. Und dann gab es Referendare, die auch in der Referendarzeit hier schon teilweise mitarbeiteten. Herr Buschbeck, den Sie, glaube ich, auch jetzt gerade gehört haben, gehörte dazu. Wir kennen uns seitdem gut und haben uns dann hier wieder getroffen. Also ich würde denken, dass die Atmosphäre am Institut damals für wissenschaftliche Arbeit sehr angemessen und gut war. Ja, Sie haben ja in den 50er Jahren studiert, zwischen 1953 und 1956, sind dann 1962 an das Institut gekommen und vor dem Hintergrund auch Ihrer Erfahrungen des Lebens an der Universität in der Nachkriegszeit. Wie bedeutsam war auch die materielle Ausstattung an diesem Institut, insbesondere der Bibliothek für Ihre wissenschaftliche Arbeit? War das ein großer Unterschied zu den Universitäten, die Sie vorher kennengelernt haben? Also das würde ich so nicht sagen. Zwar kann man sagen, dass hier eben eine besondere Konzentration in der Bibliothek auf Völkerrecht und vergleichendes Verfassungsrecht war und damit ein besonderer Schwerpunkt. Aber die Universitätsbibliothek und Seminarbibliotheken in Universitäten wie Bonn und Berlin, die ich kennengelernt habe, Bonn, eine alte Universität, waren sehr gut. An der Freien Universität Berlin, die ja eine 1948 gegründete neue Universität war im freien Teil Berlins, nicht? Denn die alte Humboldt-Universität war ja in dem damals nicht freien Teil Berlins, dem sowjetisch besetzten Teil Berlins, der allerdings, das muss man sagen, das wissen Leute heute oft auch nicht, völlig zugänglich war. Als ich von 53 bis 55 in Berlin studierte, hatte ich einen Motorroller, mit dem ich ohne weiteres durch Ostberlin fuhr. Das war überhaupt kein Problem. Das Einzige, wo eine gewisse Kontrolle dann stattfand, war der Übergang von der
von Berlin in die sowjetische Besatzungszone. Da war eine Kontrolle. Das konnte man an sich ohne besondere Erlaubnis nicht machen. Aber ja, okay. Wie prägend war für Sie diese Erfahrung der Teilung? Also Sie haben im geteilten Berlin studiert, Sie haben diese Teilung miterlebt und haben sich dann ja auch später am Institut mit dem de facto Regime, mit den Auswirkungen dieser deutschen Teilung auseinandergesetzt. Wie muss man sich das vorstellen, diese Erfahrung, die Sie damals gemacht haben? Ja, also da haben Sie sehr richtig eine Beziehung hergestellt zwischen dem, was ich unmittelbar gewissermaßen erlebt habe und dem, was sich dann als Rechtsfrage für die weitere deutsche Entwicklung stellte, nämlich nachdem klar war, dass die Bundesrepublik die DDR nicht als normalen Staat anerkennen würde, aus den Gründen, die offensichtlich sind, war die Frage, was das dann ist, was die DDR darstellt, denn man konnte ja nicht davon absehen, dass hier ein Gebiet existierte, das von einer Regierung regiert wurde und sehr vieles von einem normalen Staat hatte, wenn auch unter dem Zwangssystem der Sowjetunion letztlich stehen. Und das führte wesentlich mit zu meiner Entscheidung über das de facto Regime im Völkerrecht eine Arbeit zu schreiben, weil ich der Meinung war, dass da vielfach falsche Vorstellungen existieren und auch in der Politik der Bundesrepublik fehlerhafte Vorstellungen für das, was man eigentlich sinnvollerweise machen kann, ohne dass es zu einer Anerkennung der DDR als voller Staat kommt. Und das war dann das Ergebnis meiner Arbeit. Wir haben auch tatsächlich noch mal ein Exemplar von Ihrer Habilitation mitgebracht, das Sie ja sicherlich noch ganz gut in Erinnerung haben. Wie hat diese Arbeit dann sozusagen auch den weiteren Fortgang der Karriere von Ihnen geprägt? Was hat das bedeutet, dieses Buch geschrieben zu haben oder daran gearbeitet zu haben? Also ich denke, man kann sagen, dass ich mit dieser Arbeit schon einen gewissen Erfolg gehabt habe. Und erstens mal bin ich selber bekannt geworden. Das bedeutet nicht, dass alle damit völlig einverstanden waren. Ich war am Institut, gab es an sich eine starke Fraktion, die gegen Veränderungen der Beziehungen zur DDR waren, die aber hinterher mehr und mehr anerkannt haben, dass ich das damals richtig gesehen habe. Und wie hat auch gerade Ihre Arbeit am Institut zu dieser Arbeit beigetragen? Ihre Arbeit auch als Referent, als Länderreferent, hatte das etwas zu tun mit dieser Arbeit oder war das sozusagen das eine, war eben die Referententätigkeit und das andere war Ihre Habilitationsschrift? Also ich glaube, nicht zu viel zu sagen, wenn ich sage, dass etwas, was aus meiner Beschäftigung mit Großbritannien und dem Commonwealth von mir eingespeist worden ist in die deutsche Diskussion über die Beziehungen zur DDR, eine wirklich erhebliche Rolle gespielt hat. Und das war die einfache Tatsache, dass ich darauf hingewiesen habe, dass in Großbritannien aus den ehemaligen Beziehungen zu den früher ja mal zum britischen Staatsgebiet gehörenden Commonwealth-Staaten eben eine Zwischenstellung erfolgte, wonach nach britischem Recht diese Commonwealth-Staaten no foreign country, kein fremdes Territorium, kein fremder Staat waren, obwohl sie praktisch alle Positionen eines Staates hatten. Sie wurden bekanntlich anstelle von Botschaftern durch sogenannte Generalgouverneure von der Krone in den Hauptstädten vertreten. Aber ich glaube, dass der Hinweis auf diese Entwicklung, die in Deutschland natürlich zum Teil bekannt war, aber dass das juristisch gewissermaßen verwendbar ist, das war, glaube ich, von mir als erstem so ungefähr gesehen worden. Wie muss man sich Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie waren nicht unumstritten mit Ihren Thesen am Institut. Wie muss man sich denn die grundlegende Haltung am Institut zu dieser deutschen Frage und zur DDR zum Verhältnis vorstellen? Also es ist kein Zweifel, dass am Institut
wobei nach meiner Kenntnis Moser sich sehr immer zurückgehalten hat, aber einige der Referenten, die damals eine wichtige Rolle spielten, vor allen Dingen nachdem ich bereits, ich bin ja 67 dann berufen worden als Ordinarius erst in Bochum und dann in Bielefeld, nicht? Und war also bis 66 am Institut und war dann zunächst noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn und wurde eben von dort berufen nach Bochum und nach Bielefeld. Aber ich hatte natürlich immer weiter auch Kontakt. Aber es ist klar, dass damals im Institut eine nicht unerhebliche Gruppe von jungen Referenten waren, die also im Grunde meine Thesen für zu weitgehend und so weiter hielten. Das heißt, das Institut war eigentlich eher konservativ eingestellt in dieser Frage, könnte man sagen. Ja, kann man sagen, wobei natürlich, also man muss sich das sehr genau angucken, um zu sagen, das war konservativ, aber nein, das ist schon richtig. Vielleicht, bevor wir uns weiter sozusagen mit dem, was auch aus diesem Buch dann gefolgt ist, auseinandersetzen, noch einmal zu der Tätigkeit am Institut zurück. Gerade in der Referentenzeit ist es wahrscheinlich ja noch sehr eindrücklich bei Ihnen geblieben, wie die Referentenbesprechungen waren. Wie lief das damals ab und wie erinnern Sie diese? Ja, also in der Referentenbesprechung war wirklich eine Darlegung von wichtigen Entwicklungen auf der Grundlage der Referatstätigkeit ein ganz wesentlicher Punkt. Und das war in meinen Augen eine außerordentlich nützliche Sache, weil man eben wirklich über Entwicklungen in den großen Rechtssystemen unterrichtet wurde und darüber dann auch Diskussionen stattfanden. Aber vor allen Dingen war es eine Unterrichtung, denn natürlich kann niemand in allen Gebieten jederzeit so präsent sein. Aber das war eine, wie ich meine, sehr, sehr nützliche Entwicklung. Welche Themen wurden denn in Ihrer Zeit vorwiegend am Institut diskutiert? Was erinnern Sie? Ja, also in den Staaten, in denen es eine ausgebildete Grundrechtsrechtsprechung gab, also das galt für Deutschland, das galt für die USA, das galt für eine Reihe von kleineren Staaten, für die größeren in Anfängen in Großbritannien gab es immer auch schon Probleme dieser Art, die vor die Gerichte kamen, aber sehr viel weniger. In Frankreich war im Grunde die Wende noch nicht richtig erfolgt, die so ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, 71 folgende erfolgt ist, wonach der französische Kassationshof die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte wirklich als geltendes Verfassungsrecht anwendet. Und ja, aber das war schon eine sehr wichtige Rolle der Referentenbesprechung. Weniger, aber natürlich gab es dabei auch Diskussionen über Fragen, aber das war nicht das ganz Entscheidende. Das Entscheidende war wirklich die Unterrichtungskomponente. Und jedenfalls zu gewissen Zeiten ging es ja dann nach der eigentlichen Referentenbesprechung häufig noch weiter. Wie war das damals? Ja, das war im Althändese, in meiner Zeit immer im Althändese, in Handschuhsheim, nicht wahr? Wo man im Sommer natürlich wunderschön draußen, im Winter dort drinnen saß und wo Karl Döring die wesentliche Rolle spielte. Das war natürlich auch dann, ging es sehr intensiv in die Diskussionen auch, was daraus folgt, was etwa für die deutsche Politik daraus folgt. Wie gesagt, die wesentlichen Punkte, als ich dann in Moskau und Warschau bei den Verhandlungen dabei war, da fragen Sie nach dem Kniefall von Brandt. Das erfolgte in einer Zeit, in der ich nicht mehr am Institut war, sondern eben, da war ich bereits Ordinarius in Bielefeld, nicht? Als ich dann Mitglied der deutschen Delegation bei den Verhandlungen in Warschau und in Moskau war. Und
Das führte im Institut zu sehr starken Auseinandersetzungen, wie ich genau weiß und wie ich auch zum Teil selber dann in Diskussionen, die irgendwie in Heidelberg oder so stattfanden. Ja, aber verständlicherweise, es gab eben auch viele Leute, die glaubten, dass auf diese Weise ein weiterer Schritt für die Teilung Deutschlands geschehen sei, was von Anfang an meiner Meinung widersprach, denn ich war der Meinung, dass wir im Gegenteil den Versuch gemacht hatten, die Vorbereitungen dafür zu treffen, dass eine grundlegende Veränderung stattfinden könnte. Und das hat sich als richtig erwiesen. Sie hatten ja eben schon zwei Orte angesprochen, Moskau und Warschau. Und das sozusagen leitet ja auch zu dem hin, was sozusagen mehr oder weniger die Folgen von diesem Buch waren oder von Ihrer Beschäftigung mit dem Thema. Wie ging es denn dann weiter? Sie hatten die Habilitation fertig oder Sie waren in den Endzügen und wie hat sich das dann sozusagen konkreter auch auf politische Fragen ausgewirkt? Naja, natürlich war das ein wesentlicher Grund dafür, dass ich zunächst einmal in eine pluralistisch besetzte Arbeitsgruppe hereingenommen wurde, die entstand auf der Grundlage einer CDU-Initiative, die von dem Leiter des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, damals in Bonn ansässig, eingeleitet wurde. Das war ein der CDU angehöriger Journalist und Politikwissenschaftler. Und da waren sowohl Leute mit dem Hintergrund der CDU, wie mein Freund Wilhelm Kevenich, der damals auch als Völkerrechtler und Verfassungsrechtler dabei war, sich in Bonn zu habilitieren, war noch nicht fertig meines Erachtens. Und dann aber eben auch ein späterer Minister der SPD-Regierung. Und bei mir war bekannt, dass ich eben eine gewisse Sonderstellung einnahm. Und da ist ein Papier verabschiedet worden, was so ungefähr insgesamt 80 Seiten oder sowas über eine Weiterentwicklung der deutschen Rechtshaltung und Rechtslage, eben auch zu einer gewissen Beziehung mit der DDR und mit den Folgen, die das haben würde. Ja, das war so, dass dann ein berühmter CDU-Abgeordneter zu mir sagte, eigentlich muss das Papier sekretiert werden, also unter Geheimschutz gestellt werden, damit das nicht zugänglich wird. Das war natürlich nicht meine Meinung. Und das ist auch wohl zweifellos, dass dieses Papier in der Weiterentwicklung der Politik, als das rauskam, hatten wir noch nicht die sozialliberale Regierung, die kam 69, nicht wahr? Und 67 kam dieses Papier raus. Also sehr bewegte Zeiten, auf die Sie da in jedem Fall zurück. Stimmt schon, ja. Wie würden Sie sagen, hat das Institut Sie darauf vorbereitet? Was haben Sie für den Weg, also Sie haben ja dann verschiedene Professuren, Sie haben schon gesagt, Bochum und Bielefeld, Sie haben diese praktischen Tätigkeiten daneben ausgeübt. Wie würden Sie sagen, gab es da was Sie aus dem Institut vor allem als Rüstzeug mitgenommen haben? Also das würde ich absolut bejahen. Ich bin der Meinung, dass ich das Glück gehabt habe, durch meine 4 Jahre hier am Institut, wo ich mich eben einerseits sehr intensiv mit einem Rechtssystem beschäftigt hatte, das ich bis dahin nur sehr wenig kannte. Ich hatte mich mit USA in den Vereinigten Staaten sehr intensiv, vor allen Dingen mit der Rechtsprechung des US Supreme Court beschäftigt. Britische Sachen kannte ich da kaum und damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und dann eben diese Sache entwickelt, die dazu geführt hat. Und das hat Sie dann ja bis nach Warschau und zum Kniefall von Willy Brandt geführt. So ist es. Sie haben den aber nicht direkt gesehen, sondern indirekt. Wie war dieser Moment? Was haben Sie da in Warschau gemacht? Das sage ich immer, ich war dabei, das kann ich sogar nachweisen, aber ich konnte es nicht sehen. Warum konnte ich es nicht sehen?
weil ich in der Delegation stand und natürlich nicht in der ersten und auch nicht in der zweiten Reihe, sondern so in der vierten oder fünften, denke ich ungefähr. Und die Delegation stand in so Viererreihen oder sowas an dieser Stelle, wo das Denkmal ist. Und der Bundeskanzler vorne natürlich. Ja, und dann ging Flüsterpropaganda durch, das ist mir unvergesslich, das höre ich jetzt noch, wenn ich dran denke, der Bundeskanzler kniet. Und später konnte man es, schon am Tag danach war es ja überall zu sehen. Und es gibt aber, wie gesagt, es gibt auch Fotos, die ich irgendwo habe, wo ich selber auch drauf bin, wo man erkennen kann, dass ich bei der Sache dabei war, auch wenn ich, wie gesagt, mit eigenen Augen, weil man durch die Leute nicht durchgucken kann. Welche Delegation war das? Was haben Sie da genau getan? Na, das waren die Verhandlungsdelegationen, die also in Warschau und Moskau und dies eben in Warschau. Und da das war das Auswärtige Amt und der Leiter der Delegation, der deutschen Delegation in Warschau, war der frühere Staatssekretär Duckwitz. Und, aber sonst war natürlich Auswärtiges Amt wesentlich mit mehreren Leuten vertreten. Da war ein Botschafter, also ich hatte mit vielen Beamten im Auswärtigen Amt intensive Kontakte in diesen Zusammenhängen. Und ich meine, vor Warschau kamen ja noch die Verhandlungen erst einmal in Moskau, bei denen Sie auch waren. Ja. Wie erinnern Sie diese Reise nach Moskau und dann auch diese Verhandlungen in Moskau? Also wenn Sie dem auf die beiden abstellen, dann ist zunächst mal der Unterschied ganz enorm. Moskau war sehr förmlich, sehr eben, wollen wir sagen, die sowjetische Übermacht indirekt betonend. Das war sehr, sehr deutlich. Und Warschau dagegen war so, dass erstens sehr schnell klar wurde, dass die Polen einen taktisch-technischen Vorteil hatten, den man nicht wettmachen konnte. Denn es wird natürlich bei solchen Verhandlungen dann immer in der eigenen Sprache gesprochen und das wird dann übersetzt. Die Polen verstanden, ich glaube wirklich alle der wesentlichen Leute in der polnischen Delegation verstanden ganz exzellent Deutsch. Zum Teil sprachen sie Deutsch, so dass man nicht erkennen konnte, dass er eigentlich nicht, das erinnere ich mich besonders an einen wesentlichen Juristen auf der polnischen Seite, der eben so gut Deutsch sprach. Und das bedeutet dazu, dass die Polen doppelte Zeit hatten, wenn sie Antwort vorbereiteten. Nicht? Aber naja, das hat keine wesentliche Rolle gespielt. Und neben der Stimmung, was von den beiden Verhandlungen, was war Ihre Rolle jeweils? Was haben Sie jeweils gemacht? Ich war als Berater der Delegation tätig. Ich bin zu meiner Überraschung eigentlich, das war auch nicht angekündigt, von Scheel, dem Bundesaußenminister, der Chef der deutschen Delegation war in Warschau und in Moskau genauso. Eben nannte ich Duckwitz, der war der Chef der deutschen Delegation, war jeweils der Bundesaußenminister. Aber nicht immer war er selber mit dabei und der Duckwitz war da bei einer Sache. Aber der Bundesaußenminister Scheel fragte mich in der Verhandlung, ich sollte erklären, was eine bestimmte Regelung bedeutete. Und da ging es es ging praktisch um die Frage, was die Regelung bedeutet, dass durch den Vertrag keine Rechte verloren gehen.
Und da konnte ich eben erklären, dass das bedeutet, dass das Rechte nach deutschem Recht nicht durch diesen Vertrag irgendwie tangiert wird. Nicht? Da wäre vorgesorgt durch eben entsprechende Formulierungen. Dann sind Sie ja also nach diesen Tätigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, an den Universitäten als Rechtsberater rechtspraktisch 1981 berufen worden, als Direktor ans Institut zurückzukommen. Wie war die Situation dann für Sie? Das ist ja vielleicht etwas eigenartig. Man kommt als Referent aus einem Institut heraus, als Habilitant und kommt dann als Direktor zurück. Wie haben Sie diese Zeit empfunden? Also ich hatte immer Kontakt zum Institut in verschiedensten Formen, wurde immer auch zu Veranstaltungen eingeladen und so. Das war eigentlich ein absoluter Kontakt über die Zeit hinweg. Die Entscheidung, dass ich dann das Angebot kriegte, hier Direktor zu werden, war in Heidelberg umstritten. Das war mir auch vollkommen bekannt und klar, denn es gab eben diese Front, die nach wie vor existierte und die gegen die sogenannten Ostverträge, wie es damals dann genannt wurde, standen. Und hier ist es wohl so gewesen, dass gerade auch der Einfluss von außen, da werden ja dann natürlich Leute von außen gehört und so weiter, jedenfalls sich relativ positiv über mich geäußert haben. Und jedenfalls kam es dann zu dem Ruf, der allerdings insofern eine gewisse Auswirkung der Auseinandersetzung hatte, als der Ruf an 4 Leute ging, nämlich neben Döring, der ja bis dahin noch nicht im Direktorium gewesen war, bis dahin war das Direktorium Bernhard und Mosler gewesen, nicht? Und dann kam eben die Kompromissentscheidung, das neue Direktorium mit Bernhard, Döring, Frohwein und Tomuschat zu besetzen. Und Tomuschat lehnte sehr schnell ab und ja, das war im Grunde günstig, denn ein Viererdirektorium wäre nicht gut gewesen. Das war eigentlich wohl allgemeine Meinung. Aber ich habe das von Anfang an sehr positiv für mich gesehen und habe das eben angenommen. Und wie hat sich das Institut durch Sie und auch mit Ihnen dann verändert? Oder was haben Sie dann vielleicht auch bewusst anders gemacht als Direktor? Also ich meine, das ist für mich eigentlich eher schwer zu beantworten, weil man das in seiner eigenen Wirkung dann auch nicht so gut erkennen kann. Ich glaube, dass ich schon einen gewissen frischen Wind da reingebracht habe mit. Ich habe hinsichtlich der Rechtsvergleichung damals gesagt, wir müssen uns stärker auch um die neu unabhängig gewordenen Staaten etwa Afrikas kümmern. Ich habe da auch etwas intensive Versuche gemacht. Und ja. Und welche Dinge haben Sie fortgesetzt oder welche Dinge? Also ich habe einmal für die Rechtsvergleichung eine Reihe von größeren rechtsvergleichenden Kolloquien damals unter meiner Federführung gemacht zum Ausländerrecht, zum Minderheitenrecht und solche Sachen. Das ist alles, kann man natürlich nachlesen. Das war sehr vielfältig. Und hinsichtlich der deutschen sonstigen Haltung zu völkerrechtlichen Fragen würde ich eher denken, dass ich zum Teil eine offenere Haltung, als sie manchmal noch gewesen war, mit durchgesetzt habe. Sie waren ja neben Ihrem Amt als Direktor auch noch in vielen anderen Dingen tätig, unter anderem bei der Europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg. Können Sie dazu noch was sagen? Wie hat sich das verhalten auch zu Ihrer Arbeit als Direktor am Institut? Ja, also die Europäische Menschenrechtskommission, wie sie damals hieß, European Commission of Human Rights,
war die erste Instanz in dem Rechtsschutzsystem nach der Europäischen Konvention. Heute gibt es die Kommission nicht mehr, sondern es gibt einen direkten Weg zu dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Damals war es so, dass Beschwerden an uns gingen in der Kommission und dann konnten wir die Beschwerden für zulässig erklären und dann einen Bericht an den Gerichtshof machen und damit die Verfahren vor den Gerichtshof bringen. War ein kompliziertes Verfahren, aber ich kann wohl sagen, dass ich dazu mitgewirkt habe, dass das Verfahren immer mehr zu einem sehr international beachteten Rechtsschutzsystem ausgebaut wurde. Ich bin da rein berufen worden, jetzt muss ich ja schon überlegen, ich war von 1973 bis 1993, 20 Jahre da drin. Und war also, als ich da in die Kommission berufen wurde, das war auch natürlich so ein Lebenslaufsglücksfall. Ich hatte zu einer bestimmten Frage des Konventionsrechts einen Aufsatz geschrieben, der, wie ich weiß, auch in Straßburg bei einigen Leuten, die sich um diese Dinge da kümmerten, sehr beachtet worden war. Und naja, jedenfalls war es dann so, dass ich tatsächlich dieses Angebot kriegte, Mitglied der Europäischen Menschenrechtskommission zu werden und habe das 20 Jahre lang gemacht und habe da mitgewirkt daran, dass die Rechtsprechung dieses Gremiums sehr viel stärker auf moderne Probleme reagierte und ja, eine Bedeutung für Europa entwickelte. Das durchzieht ja Ihren Lebensweg schon sehr lange, dass Sie auch immer wieder sehr, sehr praktisch tätig sind, sei es nun in der Europäischen Menschenrechtskommission, sei es sozusagen beratend für die Bundesregierung. Wo verlief Sie da, wenn es die gibt, die Grenze zwischen eben dieser angewandten Rechtsberatung und Forschung? Noch dazu Grundlagenforschung, wie ja die Max-Planck-Gesellschaft sie betreibt. Ja, also ich meine, ich würde immer sagen, es ist schwer zu sagen, dass es da wirklich eine Grenze gibt, denn sehr viele konkrete Probleme gehen zurück auf sehr grundsätzliche Fragestellungen und die können nicht immer in allen Zusammenhängen jederzeit erneut gewissermaßen aufgeworfen werden, aber die sind im Hintergrund eben doch auch wichtig. Ja, also ich muss sagen, dass ich eigentlich Rückblick mit 90 sagen kann, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich in so großem Umfang mit praktischen Problemen konfrontiert worden bin und die auf dem Hintergrund meiner wissenschaftlichen Arbeit behandeln musste. In Ihre Zeit als Direktor fällt ja auch ein ganz besonderes Ereignis, das ja den Kreis ein wenig wieder schließt, wenn man an das De-facto-Regime denkt, nämlich der Fall der Mauer und das Ende der bipolaren Weltordnung und auch die Auflösung der deutschen Frage, wenn man so möchte. Wie haben Sie diesen Mauerfall erst einmal ganz praktisch erlebt? Wo haben Sie ihn erlebt und wie hat das Institut darauf reagiert? Also das war natürlich in der Tat wirklich eines der größten Ereignisse, die ich in meinem Leben miterlebt habe. Und ich habe das große Glück gehabt, dass meine Frau und ich den Plan hatten, unsere damals in Berlin studierende, heute in Amerika lebende, aber teilweise auch in Deutschland lebende zweite Tochter zu besuchen, die zu deren Geburtstag wir nach Berlin fahren wollten und auch gefahren sind. Und das war das Wochenende, an dem die Mauer fiel. Und wir haben das also erlebt an dem ersten Abend, an dem wir sind, glaube ich, angekommen am
11. oder 12., das weiß ich jetzt im Moment nicht ganz genau, jedenfalls, nachdem wir nach Berlin geflogen natürlich, mit dem Taxi nach Berlin gefahren waren und im Hotel angekommen waren, sind wir mit Freunden zum Essen gegangen und da kamen uns die Leute entgegen, die sagten, wo geht's hier zum Kudamm, die von Ostberlin rübergekommen waren und den Kudamm sehen wollten. Ne? Ja. Und dann waren wir eben 3 Tage oder 4 Tage in Berlin und haben das auch in den Warenhäusern in Berlin erlebt, wie die Menschen, da kriegten sie ja so ein Übergangsgeld von 50 Mark oder irgend sowas und da wurde eifrig gekauft, denn das war ja natürlich doch für Menschen plötzlich eine völlig andere Welt, das muss man so sagen. Ja, und was hat das für uns juristisch bedeutet? Naja, dann kam ja also sehr schnell, wurde deutlich, dass es nur einen Weg gibt. Das wurde ja politisch zunächst aus deutscher Sicht etwas vorsichtig behandelt, weil man nicht genau wusste, wie ist das. Und man wusste eher ziemlich genau, dass in Großbritannien Frau Thatcher und in Frankreich Präsident Mitterrand eher etwas zurückhaltend gegenüber einer deutschen Wiedervereinigung sein würden. Aber gleichzeitig wurde eben sehr schnell deutlich und war mir eigentlich auch schon von Anfang an völlig klar, dass Bush Senior in Washington, D.C. sofort auf der Linie sein würde, wenn die Deutschen das wollen. Das heißt also, auch die DDR-Bevölkerung das will, dann sind wir natürlich nicht dagegen. Und das wurde ja dann immer klarer. Und dann gab es ja die einzige Sondertagung, die die deutsche Gesellschaft, die Deutsche Staatsrechtslehrervereinigung in ihrer Geschichte gehabt hat. Diese Sondertagung, die in Berlin stattfand, wo ich das erste Referat gehalten habe. Und ich habe das neulich nochmal nachgelesen, bin der Meinung, dass das ein wirklich eigentlich gelungenes Referat war, wo ich aber auch sehr deutlich darauf hingewiesen habe, dass Voraussetzung für die Wiedervereinigung die freie Entscheidung der DDR-Bevölkerung ist. Und sozusagen, das ist die deutsche Seite und deren Auswirkungen. Und was hat es für das Völkerrecht und auch für die völkerrechtliche Arbeit, jedenfalls für Sie, aber auch für das Institut bedeutet, dass sich die Welt von jetzt auf gleich so fundamental geändert hatte? Also ich würde nicht glauben, dass man wirklich sagen kann, dass das Institut verändert hätte, aber es hat natürlich sofort, also ich habe eine Reihe von Aufsätzen damals dann geschrieben über die rechtlichen Konsequenzen, nicht wahr, der Wiedervereinigung etc. pp. Wir haben natürlich dann auch, also ich habe Grefrath selber auch kennengelernt und mit ihm auch diskutiert. Grefrath war einer der Völkerrechtler der DDR, eigentlich der einzige, der ernst genommen werden konnte, sage ich mal, weil er also wirklich einen völkerrechtlichen Hintergrund hatte. Es gab eine Reihe von Leuten, die waren wirklich nicht der Rede wert. Ein Punkt, wenn man jetzt nochmal auf das Institut zurückkommt und den Mauerfall, war ja, glaube ich, immer die Frage, die Berlin-Frage. Das Institut ist ja 1924 in Berlin gegründet worden, war bis zu seiner Zerstörung dort ansässig. Bis 1960 gab es nur eine Außenstelle. Und wenn man sich so die Unterlagen anguckt zur Institutsgeschichte, dann findet man doch einiges an Debatten wieder zur Frage nach 1989, sollte das Institut nach Berlin zurückkehren. Wie haben Sie diese Debatten in Erinnerung? Ja, das war eine Frage, die auftauchte. Ich war da, muss ich gestehen, obwohl selbst gebürtiger Berliner und sehr an Berlin hängend. Ich bin auch durch die ganze Teilungsphase immer wieder in Berlin, habe ja dort studiert, wie ich vorhin, glaube ich, gesagt habe, an der Freien Universität von 53 bis 55 und wirklich sehr viel Beziehung nach Berlin. Aber ich war eigentlich zurückhaltend gegenüber der Vorstellung, dass wir jetzt nach Berlin umziehen sollten und habe das nicht wirklich betrieben. Es gab solche Bestrebungen, aber
letztlich war die Haltung, wie ich sie eingenommen habe, auch die anderen Direktoren eingenommen haben. Und damit war eigentlich jedenfalls für die Lage hinsichtlich unseres Institutes eigentlich die Situation klar, dass wir einen Umzug nach Berlin nicht betreiben würden. Und zugleich gab es ja noch eine andere sozusagen Entwicklung in dieser Zeit, das ist nämlich, ich meine, wir sind ja hier sozusagen nicht in dem, sowieso in einem Neubau, aber wir sind ja auch nicht in dem Gebäude, in dem das Institut mal war. Das fällt ja sozusagen auch in ihre Direktoriumszeit, dass es einen Neubau gab, dieses Instituts. Wie kam es dazu oder wie erinnern Sie auch diesen Neubau und die Notwendigkeit dessen? Ja, also das war ja noch schon längst vor Mauerfall, nicht? Dass also die Situation an der Berliner Straße 48, glaube ich, das war unsere Adresse, war eindeutig zu klein. Und so kam es dann zu der Entwicklung, dass wir eben einen Neubau hier auf der anderen Seite der Berliner Straße kriegen würden und kriegen sollten. Und ja, ich habe diesen Bau hier, ohne den Anbau, der damals noch nicht existierte, eröffnet 1996? Ja, ich glaube 96 eben. Ich wollte gerade sagen 96, ja. Dieses neue Gebäude war ja eigentlich ein Quantensprung, wenn man das mit dem alten vergleicht. Also das alte Gebäude bestand ja eigentlich aus 2 Stockwerken mit jeweils einem Flur, von dem links und rechts Büros abgingen. Man hatte ein Referentenbesprechungszimmer, das vielleicht 1/3 von der Größe des aktuellen Raumes fasst. Es war ja doch ein vergleichsweise bescheidenes Institut, das alte Institut, ein Nachkriegsbau. Und das, was wir jetzt ja hier sehen, ist ja wirklich ein Repräsentationsbau. Wenn man den Eingangsbereich sieht, die Rotunde, das ist ja ein Quantensprung gewesen. Wie haben Sie das damals empfunden oder welche Auswirkungen hatte das auf das Institut, dieses neue große Gebäude? Ich überlege gerade, ob das richtig ist, dass Sie eben gesagt haben, dass der Institutsbau in der Berliner Straße ein Nachkriegsbau war. Der ist von 1954, nee. Ja. In den 50ern, ich glaube 54 ist der eingeweiht worden, ja. Ja, der ist unter Bilfinger gebaut und dann bezogen worden, 54. Das ist, ja. Okay, also ich meine, damals, als ich dann hier Direktor war, und das war in der ersten Zeit, war die Frage, wohin sollten wir vernünftigerweise gehen? Und da war eine Reihe von Überlegungen, auch ob wir eine Zeit lang wurde überlegt, ob wir etwa da in dem Bereich des wie nennt sich das da, oberhalb des Schlosses? Molkenkur? Ja, also bei dem Schloss Wolfsbrunnenweg. Da bei diesen Neubauten, ob da sinnvoll wäre. Da war ja auch irgend so ein größerer Bau. Naja, also kurzum, das sind so Sachen, die da erörtert worden sind. Aber sehr bald war dann eigentlich eine überwiegende Meinung, wenn in dem Ausbaugebiet im Neuenheimer Feld da eine Möglichkeit zu finden ist das eine gute Entscheidung. Und so haben wir es dann ja gemacht. Ja. Wenn Sie zum Abschluss unseres Interviews das Institut in 3 Worten skizzieren würden, was wäre das? Ja, was soll ich dazu sagen? Wären 3 Themen. Naja, also ich würde in der Tat sagen, Völkerrechtsentwicklung, Verfassungsrechtsentwicklung hinsichtlich wichtiger Beispielstaaten und Bildung einer Gemeinschaft von Forschenden an diesem Institut. Ja. Ja, Herr Frohwein, wir danken Ihnen für das Gespräch. Herzlichen